Herzlich willkommen zu Let's Play The Stanley Parable und ich finde hier den Startbildschirm schon so wunderschön, denn wir sehen hier schon den Computer, in dem wir im Startbildschirm sehen, in dem wir den Computer sehen, in dem wir den Startbildschirm sehen. Ne, warte, das war jetzt gerade der falsche Fall, ne? Naja, ist egal, also, ihr seht hier schon, The Stanley Parable wird ein sehr, sehr lustiges Spiel, ein sehr, sehr komisches Spiel. Ich will euch noch nicht verraten, um was es geht, denn, das würde eigentlich die komplette Geschichte wegnehmen. Und ich würde sagen, wir beginnen das Spiel. Ja, man sieht es ja unten auch schon. The end is never the end is never the end is never the end is never loading. Ne? Okay, wer sich The Stanley Parable selber holen will, der kann ja auch mal auf Steam schauen. Da steht auch in der Beschreibung drin, wenn man dieses Spiel beschreiben wollen würde, würde man es bereits irgendwie, was weiß ich, spoilern oder irgendwie so kaputt machen. Ne? Also lasst es euch wirklich auf euch zukommen. Wenn ihr noch nicht wisst, was The Stanley Parable ist, lehnt euch zurück, entspannt euch und genießt es. Denn es ist so genial, es ist so genial gemacht. This is the story of a man named Stanley. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day of every month of every year. And although others might have considered it soul-rending, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. And then one day, something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened, this complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. Okay, also ihr seht schon, wir haben jetzt hier einen Erzähler. Einen Erzähler gibt es ja im Spiel normalerweise nicht. Allerdings hier schon. Und der Erzähler hat eben gerade gesagt, Stanley geht aus seinem Büro raus. Und wir können jetzt entscheiden, ob wir das machen, was der Erzähler sagt, oder ob wir es nicht machen. Und kann ich hier irgendwas machen? Ich weiß nichts von der Steuerung. Also was aufheben und so kann ich hier nicht. Beim PC geht auch nichts. Kann man den Stuhl wegpacken hier? Okay, jetzt hier können wir natürlich noch nicht entscheiden, ob wir es machen oder nicht, weil es gibt nur einen Weg hier raus. Das machen wir jetzt mal. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Okay, ich muss auch... No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Ich muss auch sagen, dass ich... Oh! Jetzt haben wir erst gerade mal den PC ausgeschaltet. Stanley went around touching every little thing in the office, but it didn't make a single difference. Nor did it advance the story in any way. Ihr seht schon, der Erzähler reagiert auch auf alles, was wir machen. Oder zumindest fast alles, was wir machen. Und ich muss sagen, ich habe das Stanley Parable bereits ein bisschen was gesehen davon, aber das macht überhaupt nichts. Denn man könnte eigentlich sagen, jedes Durchspielen ist anders. Aber was ich damit meine, für die, die es noch nicht wissen, das werdet ihr jetzt dann gleich sehen. So, hier können wir eigentlich nichts machen. Deshalb gehen wir mal weiter. Können wir das abhängen? Nee. Alter, es ist da draußen hell. Ich finde auch schön, wenn ich die linke Maustaste drücke, dass dann solche komischen Geräusche kommen, als würde ich auf einer Tastatur rumhocken.
So, wo sind wir denn hier? Ha! Vielleicht gibt es ein Achievement. Alle PCs ausschalten. So, haben wir irgendwo noch einen PC? Boah, weil das würde ich jetzt schon gerne machen. Alle PCs ausschalten. So. Da ist zu. Da ist auch zu. Da ist ebenfalls zu. Und es geht nur hier weiter. Hey! Ah, gut. War ich wahrscheinlich selber. I hate Mondays. Da ist er wahrscheinlich nicht der Einzige. So, hier nix. Was haben wir denn da hinten? Da liegen Schläuche. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Exakt, so, und jetzt geht's los. He entered the door on his left. Jetzt können wir entscheiden, ob wir der Rebell sind und nach rechts gehen oder ob wir dem Erzähler folgen und nach links gehen. Aber wisst ihr was? Wir sind natürlich der Rebell und gehen nach links. Nein, wir gehen natürlich nach rechts. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Genau. Und wie gesagt, der Erzähler reagiert auf das, was wir machen. Und da entstehen noch so geniale Situationen. Aber ich will euch nichts vorwegnehmen. So. Ah, yes, truly a room worth admiring. It had really been worth the detour after all, just to spend a few moments here in this immaculate, beautifully constructed room. Stanley simply stood here, drinking it all in. Was liegen da für Dinger? Kann ich die irgendwie... Ah, ich kann da ran. Yes, really, really worth it being here in the room. A room so utterly captivating that even though all your co-workers have mysteriously vanished, here you sit looking at these chairs and some paintings. Really worth it. Ich liebe den Erzähler. At this point, Stanley's obsession with this room bordered on creepy and reflected poorly on his overall personality. It's possible that this is why everyone left. Was haben wir denn hier? Ich will den Erzähler jetzt noch ein bisschen triezen, indem wir einfach hier in den Raum bleiben. Stanley sat around waiting for more dialogue, but when a long time had passed and there was no more, he decided that the game was trying to send him a message. Ah, schön. So, hier haben wir noch Coffee Nut. Okay. Oh, warum liegen hier überall Tassen rum, ey? Was ist das für ein Büro? Okay, das ist wahrscheinlich ein durchschnittliches Büro. Aber was sind das für Leute? Number 1 dead. Na, kann ich da drüber? Ne, kann ich nicht. So, ich will den Erzähler jetzt noch ein bisschen triezen, ob noch was kommt. Ich glaube, da kommt noch was. Ah, ich wollte gerade sagen, die Zeit ist stehen geblieben, aber das ist sie nicht. Wir haben es 11:30, jetzt ist dann bald Mittagspause. Vielleicht sind die alle in der Mittagspause. Das könnte natürlich auch sein. Was haben wir hier noch? 5th Annual Meeting of International Revenue Analysis Committees of the Royal New Discussions Club. What the fuck? No girls. Ja, genau. So schaut's aus. For the Alright Committee. Was haben wir hier? General... It's about the backfilling. Words. Das ist das Beste. Words. Einfach nur Words. Okay, ich glaube, da kommt nichts mehr. Also wenn es jetzt nicht das Let's Play wäre, würde ich jetzt einfach mal noch 5 Minuten hier drin bleiben. Aber wir gehen mal. But at last, he'd had enough of the amazing room and took the first open door on his left to get back to business. So. Was haben wir unten alles? Irgendwelche Briefe. Wir gehen nicht in die Türe. Wir sind wieder der Rebell. Und gehen geradeaus. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Schön. Was haben wir denn hier alles? Da wird irgendwas gezeichnet. Wir haben anscheinend auch ein Lager hier.
Irgendwelche Konstruktionspläne. Hier haben wir wieder Schlauch. Okay. Pappkartons. Mit der Spielwelt kann man nicht viel machen. Ne, das sei schon mal gesagt. Also... Können wir nicht eintreten? Nein, können wir nicht. Do not jump from the cargo life while it is in motion. Will cause death. Penalty for uses for cargo, penalty for jumping. Ja, ich würde mal sagen, wenn wir tot sind, ja, 5000 wird schwer, wenn wir tot sind. Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm not your enemy, really, I'm not. I realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing but you all this time. There's someone you've been neglecting, Stanley. Someone you've forgotten about. Please, stop trying to make every decision by yourself. Now, I'm not asking for me, I'm asking for her. For her? This is it, Stanley. Your chance to redeem yourself. To put your work aside, to let her back into your life. She's been waiting. Boah, mich reizt es gerade schon, da runter zu springen, wisst ihr? Das wäre jetzt mal interessant, ob Stanley dann stirbt, wenn wir da runterspringen. Aber wir könnten mal... Nee, auf das Ding kommen wir nicht drauf, auf den Steg. Da bin ich zu spät. Weil ich wollte den Erzähler ausreden lassen. Irgendwelche Tabellen liegen hier. Dann geht's weiter. Können wir die Tür aufmachen? Nee. Können wir nicht. Aber wir folgen jetzt mal dem Erzähler. Und ich habe eine Abneigung gegen dunkle Räume. Kann das jemand verstehen? Ja, wir müssen da rein, es gibt nichts anderes. That's her, Stanley. You need to be the one to do this. To reach out to her. If you can truly place your faith in another, then pick up the phone. Nee. As Stanley picked up the phone, a white light engulfed him, filling him not just with radiance, but with hope. Hope for a life reunited one... Wait. Oh, goodness. Stanley, did you just unplug the phone? No, that wasn't supposed to be a choice. How did you do that? You actually chose incorrectly? I didn't even know that was possible. Let me double-check. No, it's definitely here, clear as day. Stanley picks up the phone. He's taken to his apartment where he finds his wife, and the two pledge themselves to one another. Music comes in, fade to white, roll credits. Not picking up the phone is actually somehow an incorrect course of action. How is that even possible? None of these decisions were supposed to mean anything. I don't understand. How on earth are you making meaningful choices? What did you... Wait a second. Did I just see... No, that's not possible. I can't believe it. How had I not noticed it sooner? You're not Stanley. You're a real person. I can't believe I was so mistaken. This is why you've been able to make correct and incorrect choices. And to think I've been letting you run around in this game for so long. If you'd made any more wrong choices, you might have negated it entirely. It's as though you completely ignored even the most basic safety protocol for real-world decision-making. Or did you not grasp the severity of the situation? Well, I won't have that kind of risk on my watch. I'm going to stop the game for a moment so we can educate you properly on safe decision-making in the real world. Please observe this helpful instructional video. Choice. It's the best part of being a real person. But if used incorrectly, can also be the most dangerous. For example, in this scenario, a hypothetical real person named Stephen has a choice. He could spend years helping improve the quality of life for citizens of impoverished third world nations. Or he could systematically set fire to every orphan living in a 30-kilometer radius of his house. Which choice would you make?
Remember that unlike here, the real world makes sense, and at no time should you make a choice that does not conform to rational logic. If you find yourself speaking with a person who does not make sense, in all likelihood, that person is not real. Allow the person to finish their thought, then provide an excuse why you cannot continue talking. Turn to a partner and practice saying, "My goodness, is it 4:30? I'm supposed to be having a back, sack, and crack." Practice. Practice. Excellent. Making choices on a regular basis is the best part to a healthy decision-making process. Most medical professionals recommend making at least 8 choices per day. Do you make more than 8? Less? And finally, if you begin to wonder if your choices are actually meaningful and whether you'll ever make a significant contribution to the world, just remember that in the vast infiniteness of space, your thoughts and problems are materially insignificant, and the feeling should subside. At this time, your instructor will guide you in an exercise to test and reinforce the material covered in this video. Wie geil war das denn bitte?